Unser Thema ist, und das ist der 4. Sonntag, ZOE, und das ist das griechische Wort für Leben, aber nicht nur Leben in allgemein, ganz spezifisch Gottes Art von Leben. Oder man könnte sagen, das Leben Gottes. Now, in die erste Woche, wir haben gesehen, einer der Hauptgründe, wenn nicht einer der wesentlichen Gründe, warum Jesus kam, war uns Menschen diese Art von Leben zu geben. Wir waren getrennt von diesem Leben Gottes durch Adams Übertretung. Und alles, was Gott über die Jahrhunderte und Tausende bewirkte, kam zu einem Punkt, zu der richtigen Zeit, wo er seinen Sohn für uns senden könnte. Und was Jesus am Kreuz und durch die Auferstehung für jeder Mensch ermöglicht hat, hat er zum Ausdruck gebracht in unserer Hauptschriftsteller in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen. Hier ist der Grund, warum Jesus kam, damit sie, uns Menschen, die Menschheit, Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus möchte mit uns dieses göttliche Leben teilen. Und jedes Mal, wenn ein Mensch das Evangelium hört und sagt, Jesus, komm in mein Herzen. Ich möchte lernen, was es heißt, ein Nachfolger Christi zu sein. Dieser ZOE-Leben ist uns zugeteilt. Gott schenkt uns ein neues Herz, einen neuen Geist und er gibt uns Zutritt zu dieser Art von Leben. Aber diese Art von Leben wird nicht automatisch sichtbar in unser Leben. Wir haben gelernt, wir müssen es ergreifen. Und so in der 2. Woche, wir haben gelernt, es gibt einen hohen Preis für einen niedrigen Lebensstil. Wenn wir nicht bereit sind, unser Lebensstil zu ändern, irgendwann zahlen wir einen Preis. Und es ist nicht, dass Gott sauer ist, es ist, dass wir ernten, was Werner sagte heute Morgen, wir ernten, was wir selber gesät haben im Leben. Na, vergesse nicht, was ich gesagt habe seit 1. Woche an. Es gibt 3 Hauptworte, die übersetzt sind auf Deutsch mit Leben. Der eine ist Bios, das natürliche, eingeschränktes Leben. Aus diesem Wurzelwort bekommen wir Biologie. Es gibt das Wort Psyche und das ist unsere Seele oder den Ort, wo wir Gedanken formen, wo wir unsere Wahrnehmungen bilden, wo wir Überlegungen, Gefühle haben. Und von dieses Wort Psyche bekommen Psychologen oder Psychologie. Aber ZOE heißt Leben, das Leben Gottes. Und wir haben gesagt, wir entdecken ein neues Wort. Wenn du in der Lexikon schaust, du wirst es nicht finden. Ich habe es entdeckt. Zoologie. Das Studium von das Leben Gottes oder wie Gott lebt. Und das sollte für jeder Christ ein Hauptziel sein. Ich möchte verstehen, wie Gott mein Leben neu gestalten möchte. Well, jetzt wollen wir weitergehen. Ich habe 3 Punkte für heute Morgen. Die erste ist, und das ist knüpft mit letzter Woche, entwickle ein gesundes neues Selbstbild, wie Gott dich sieht. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 2. Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr auf Englisch es heißt durch die Erkenntnis Gottes. Na, wo finde ich die Erkenntnis Gottes? Hier. Gottes Wort ist seine Gedanken uns gegeben. Wir lesen weiter. Nachdem seine göttliche Kraft uns alles, sag alles. Wisst ihr, was das griechische Wort für alles bedeutet? Alles. Umfassend. Alles. Alles, was wir brauchen was glaubst du, dieses Wort ist? Stell dir vor, es ist ZOE. Alles, was du brauchst, eine ZOE-Art vom Leben auszuleben, ist uns schon gegeben. Ich lese das nochmal. Alles, was zum Leben, ZOE und zu Gottseligkeit. Now, Gottseligkeit bedeutet nur das, was Gott gefällt. Wenn du gottselig bist, das heißt, du tust, was Gott gefällt. Alles, was notwendig ist, ein Gott wohlgefälliges Leben und ein Leben im Überfluss, eine ZOE-Art vom Leben, hat Gott uns schon gegeben. Es heißt, hat uns schon geschenkt. Und hier geht's los. Durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Das ist Gott. Er hat dich berufen, seine Herrlichkeit zu verstehen, zu erleben.
Sein Tugenden, das heißt sein Charakter, sein Treue, seine Freundlichkeit, seine liebevolle Wesen. Ihm zu kennen als ein liebender Papa. Ich lerne etwas Neues als Großpapa, das ist auch schön. Gott möchte, dass wir alle seine Facetten über ihn kennenlernen können. Und umso mehr, dass wir ihn kennen, umso mehr entdecken wir, was ihm gefällt. Und so mehr entdecken wir, was für ein Leben wir doch leben können. Alles, was zum ZOE gehört, hat Gott uns schon geschenkt. Na, wo finden wir diese Geschenke? Weil ich möchte sie auspacken. Ein Geschenk gibt man jemandem und es ist vielleicht meistens eingerappt. Wo finden wir diese Geschenke Gottes? Durch welche uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt sind. Gottes Verheißungen sind den Paketen, die, wenn wir sie auspacken und in unser Herzen reinnehmen und ausleben, die uns ZOE Leben ermöglichen. Es heißt hier, damit ihr durch denselben göttlichen Natur teilhaftig werdet. Was ist der göttliche Natur? Du wirst wie Jesus sein. Das ist seine Bestimmung für jeden Mensch. Dass wir werden mehr und mehr neu geformt in den Ebenbild seines Sohnes. Und so mehr, dass wir diese Verheißungen entdecken, annehmen, umso mehr wird das ZOE-Leben ausgeteilt in unser eigenen Leben. Und Menschen werden beginnen, nicht nur einen John zu sehen, sondern Jesus in John zu sehen. Wie Paulus sagte, dein Leben ist ein offener Brief, gelesen von allen Menschen. Wow. Nachdem ihr dem in der Welt durch die Lust herrschende Verderben entflohen seid. Dieses lustverherrschende Verderben hier, was ist das? Wir haben über die Gefahr vom Lust, weil das bringt Unzufriedenheit. Unzufriedenheit bringt Habsucht und Geiz. Und das baut in uns Götzenbilder. Und wenn wir Götzen haben, das ist gefährlich. Dann beginnen wir zu hören, was wir hören wollen und nicht wirklich, was Gott uns geben möchte. Das war in der zweiten Woche haben wir das angehört. Aber hier, sagt, wir entflehen das Ganze. Es hat keinen Platz mehr in uns, weil Gott hat uns diese großen und teuersten Verheißungen. Und wenn wir sie entdecken, du sagst, welche Verheißungen? Ich habe eine Neuigkeit für dich. Paulus sagte in 2. Korintherbrief, Kapitel 1, jede Verheißung Gottes ist Ja und Amen. Das heißt, finde eine Verheißung, da ist ein Paket mit deinem Namen drauf. Ja, Alten und Neuen Testament ist mir egal, es ist derselbe Gott. Wir haben einen neuen Bund, ein besserer Bund, aber es ist derselbe Gott. Findest du eine Verheißung, schreib deinen Namen drauf. Das gehört mir. Mit Nachname, wenn du möchtest. Das ist deins. Ein Paket von Gott dir geschickt, damit du lernst und damit du das ZOE-Leben ausleben kannst und du beginnst zu leben in einer Art und Weise, dass es Gott wohlgefällig ist, es ihm gefällt. Du machst Gott glücklich. Es ist nicht schwer, Gott glücklich zu machen. Ich lerne das als Opa jetzt. Das ist eine neue Erfahrung. Ihr werdet viele Prediger mit Opa-Gedanken hören in der nächsten Zeit. Der Kleine muss nur einen Gesichtszug machen, als ob er lächelt. Und boom, mein Tag ist. Meine Schwester hat mir geschrieben, weil ich sende jeden Tag zu meinen beiden Schwestern a picture of the day. Und wenn es nie kommt, dann sie schreiben, wo ist mein Bild? Meine Schwester Marie hat mich zurückgeschrieben, sein Gesicht makes my day happy, macht meinen Tag glücklich. Ich dachte, das ist ein schöner Gedanke. Du kannst Gottes Tag glücklich machen. Hast du das je gedacht? Dass du Gott glücklich machst, wenn wir leben so, wie es ihm gefällt, und es ist nicht schwer.
Wir machen es schwer. Wir laden uns mit so viel Gesetzlichkeiten und Dingen. Aber Jesus sagte, das Fleisch, deine Bemühung, das ist nicht, woran es kommt. Es ist dein Herz. Und wenn du lernst, mit einem offenen, ehrlichen Herz vor Gott zu leben, Gott schenkt dir diesen Paketen, diesen teuersten und großen Verheißungen. Und die sind alle gestammt mit Yes, das ist mein Wille für dich. Dieser Stempel musst du sehen. Es ist dein Name drauf. Es ist für dich gemacht. Das ist die Art und Weise, wie wir lernen, mehr und mehr wie Jesus zu sein. Wir werden Teilnehmer sein an diesen göttlichen Natur. Wir entfliehen das Verderben in dieser Welt, in einer Welt, die bedeckt ist mit Dunkelheit. Und so ist diese Welt. Wir müssen nicht so leben. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, hat Jesus gesagt. Die Welt braucht uns anders zu sehen. Jesus sagte, du bist Licht. Und der einzige Weg, wie das Licht leuchtet, ist in der Finsternis, wenn wir leben als solche Kinder. So entscheide dich, ein neues Selbstbild. Entscheide dich. Entscheide dich, nicht so zu sein wie all die anderen. Konformität ist der Gefängniswärter der Freiheit und der Feind vom Fortschritt. Das hat John F. Kennedy gesagt. Sieh, Gott möchte, dass du die Einzigartigkeit, wie du wirklich bist, entdeckst. Du bist anders als alle anderen. And that's good. Aber in dieses Anderssein heißt nicht, ich kann nichts zu tun mit all den anderen. Sieh, das ist ein rebellischer Geist. Gottes Plan ist, dass wir in die Vielfalt, in dieser großen Spektrum von unserer Persönlichkeiten alle zusammenkommen und jeder bringt etwas mit. Und dann wird ein breites Spektrum von was die Bibel nennt, der Familie Gottes, die Gemeinde für die Welt sichtbar sein. Und keiner ist ausgeschlossen. So sieht Gott das. Es gibt diese Geschichte. Ein Bauer gewann den ersten Preis bei einer Kürbisausstellung. Der Kürbis hatte die Form eines Gefäßes. Als er gefragt wurde, wie er dieses gemacht hat, sagte er, als der Kürbis anfing zu wachsen, habe ich ihn in ein Gefäß gelegt. Das Gefäß hat ihn geformt. So, du wirst auch durch äußerliche Dinge geformt. Jesus sagte in Johannes 16, Vers 33, in der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt, aber vertraut darauf, ich habe die Welt besiegt. Werden wir geformt und eingeengt oder werden wir verändert und werden wir noch freier sein? Obwohl wir an allen Seiten bedrängt, die Entscheidung in Freiheit zu stehen in Christus gehört uns. Und unsere Denkweise ist der Schlüssel, diese Verheißungen zu entdecken, das Leben, das ZOE rauszuholen und beginnen umzusetzen. Beginnen wir das umzusetzen in unser alltägliches Leben, ist den Ausschlaggebende. Und indem wir das tun, wir kennen ihn besser und besser und besser. Weil jede Verheißung verbergt sich und offenbart sich noch ein Stück von Gottes Gnade. Gottes Freundlichkeit, Gottes Zuspruch zu uns Menschen. Und wir wachsen in Gnade und wir haben mehr und mehr Frieden. Ich finde das wirklich cool. Now, du musst entscheiden, bist du ein Thermometer oder ein Thermostat? Darf ich euch den Unterschied sagen? Der eine reflektiert und zeigt die Temperatur der Umgebung an. Der Thermostat kann die Temperatur einstellen. Ein Thermometer sagt uns, so ist das. Es ist schrecklich, ich bin eingehängt, ich bin so bedrückt und. Und das mag alles sein, das stelle ich nicht in Frage. Aber ich möchte lernen, ZOE auszuleben und zu sagen, in mein Bedrängnis, ich werde den Thermostat heißer stellen.
Ich werde Gottes Feuer mehr einstellen in meines Problem, in meine Situation. Ich werde Gott Raum geben in meine Situation. Ich möchte nicht einer, der nur reflektiert, was um mich herum ist. Ich möchte einer, der verändert die Atmosphäre um mich herum. So mach dir die Entscheidung. Wirst du ein Thermometer sein oder ein Thermostat? Und das Drittens ist, wir müssen wirklich zurückkommen mit den Festungen von unserem eigenen Selbstbild, wie wir uns selber sehen. Und ich weiß, das ist ein schwieriger Kapitel, weil wir kennen uns. Ich habe eine Neuigkeit für euch. Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Oh, wenn Gott würde das wissen. Ja, Gott weiß das schon. Kann ich doch jetzt sagen. Das ist das Erstaunliche an Gottes Gnade. Er kennt all das und noch mehr und nimmt uns trotzdem an. Vergesse meine Definition von Gnade nicht. Gottes Liebe an uns, trotz uns. Nichts kann Gottes Liebe enden. Es ist bedingungslose Liebe. Aber wir müssen zurückkommen, wenn wir in den Spiegel schauen und wir wissen, unsere Ecken und Kanten. Wir müssen zurückkommen, dass Gott trotz all das mich liebt, an meiner Seite ist und hilft mir, diese Ecken und Kanten zu schleifen. Oh, ich wünschte mir, wir hätten Zeit. Weißt du, das beste Weg, wie Gott schleift? Ist miteinander. Eisen schärft Eisen. Oh, diese Menschen, die gefallen mir nicht. Ich renne weg. Das ist wahrscheinlich genau, was du bräuchtest, damit die Ecken und Kanten werden geschliffen sein und du rennst weg. Guten Morgen. Sieh, wir müssen durch die unangenehmen Situationen ausarbeiten, miteinander Dinge besprechen. Das ist das Schwierigste unter Christen. Sobald es gibt ein Problem, alle rennen weg und reden mit allen anderen über das Problem, statt mit den Menschen unter 4 Augen. Ich glaube, Jesus hat etwas gesagt über so etwas. Rede unter 4 Augen. Und wenn das nicht geklappt hat, dann bring 2 oder 3 Zeugen. Wenn es nicht geklappt hat, bring es der Gemeinde. Vielleicht werden wir einen Sonntag so haben. Dann wird alle zu Hause bleiben. No. Sieh, wir müssen lernen, dass unsere Beziehung zu und miteinander ist so entscheidend für unsere eigene Entwicklung. Ich bin genauso und ich sage das, damit ihr nicht denkt, well, der Pastor hat alles im Griff. Manchmal habe ich das nicht im Griff. Manchmal bin ich an meinen eigenen Ecken und Kanten gestolpert. Und das ist sehr schwer. Das ist einer der Probleme, das die meisten Menschen haben, wenn sie nah zu dem Pastor kommt. Weil die haben den Pastor hoch auf den Podest gesehen. Jemand hat mich neulich gesagt, du siehst so viel größer aus im Fernsehen. Ja, danke schön. Und manchmal in Menschens Vorstellung, ich sehe so größer aus. Und dann die Menschlichkeit kommt. Wow, war er sauer. Was der Mensch vielleicht nicht gesehen hat, ist, wie ich mich entschuldigt habe. Das würde auch Elisabeth bezeugen und all die anderen, die mit mir nahe arbeiten. Ich habe gar kein Problem zu sagen, es tut mir leid, das war nicht richtig. Sieh, wenn wir wegrennen von solchen Situationen, wir werden nie wirklich wachsen. Und Gott möchte, dass wir nicht nur über Zoe lernen. Meine Absicht ist nicht hierher zu kommen und euch neue Gedanken zu geben, damit ihr nach Hause geht mit einer neuen Gänsehaut und in 3 Tagen vergisst ihr alles. No, ich möchte, dass dein Leben wird besser sein und besser und besser und besser. Gott sieht eure Herausforderungen, Gott sieht eure Probleme, Gott hört eure Gebete, Gott sieht eure Weinen. Deswegen hat Petrus und die anderen gesagt, hey, es gibt Probleme in der Gemeinde, aber bitte, wir müssen uns mit Gebet und das Wort beschäftigen. Warum? Weil jemand muss vom Himmel hören, damit wir gemeinsam vorwärts gehen können. Und es gibt Antworten für jedes Problem in der Gemeinde. Und die Antwort ist hier. Wenn wir alle
unser Teil tun, wenn wir bringen unser Leben hinein, wenn wir bereit sind, uns verletzlich zu machen. Sieh, das ist, was geschieht, wenn du dein Leben öffnest. Jemand wird dich vielleicht enttäuschen. Nicht vielleicht, die werden dich enttäuschen. Ich werde irgendwann dich enttäuschen. Ich weiß das. Man tut das nicht mit Absicht, aber das ist nur menschlich. Renn nicht weg, weil es ist genau vielleicht, was du brauchst. Und arbeite dran, um das auszuarbeiten. Und schau, was für Freundschaften und Beziehungen werden neu aufgebaut. Wow. Now, ich lese etwas. Und ich sage euch die Geschichte, weil wir sind fast fertig für heute Morgen. Es ist die Geschichte von Israel. Gott hat sie befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und es ist alles für uns geschrieben, hat Paulus gesagt. Es ist alles ein Symbol für uns. Alles, was Israel tatsächlich widerfuhr, ist für uns es gibt eine geistige Lektion hinter jeder Begebenheit im Alten Testament. Und in dieser Situation, die kommen aus der Sklaverei, genauso wie wir aus der Sklaverei vom Sünder in Schuld. Wir haben es heute Morgen gesungen. I'm not a slave no more. Ich bin kein Sklave mehr zu Angst, zu Gebundenheit. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Und die kamen aus dieser Sklaverei und Gott wollte sie in ein verheißenes Land bringen. Ein Land, das sie selber mit Gottes Segen bearbeiten sollen. In Besitz nehmen sollen. Was für ein Bild für uns als Christen. Wir kommen zu Christus und das ist nicht das Ende, das ist der Beginn. Und es gibt Neuland für jeder Einzelne von uns. Und dieses Neuland heißt ZOE, Leben auszuleben. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, ein Leben in Überfluss. Das war sein Appell an uns. Und die gehen hinein. Und Mose hat den Fehler gemacht. Er hat einige Spionen reingeschickt. Statt ganz einfach, hey, ich habe keine Ahnung, wie Gott das tut, aber Gott hat gesagt, wir nehmen das in Anspruch. Manchmal musst du so im Leben sein. Die haben die Situation, das war ein bisschen deutsch, die haben eine Situation, die haben ein Committee gebaut, da waren 12 Leute, die verantwortlich waren für diese Committee und wir werden sehen, ob Gott wirklich recht hat. So die gehen rein. Und sie sehen Städte und Mauern und riesige Völker und Armeen und sagen, wir können das nie nehmen. Now, hier ist das Problem. Es war nicht die Mauern, es war nicht die Armeen, es war ihr eigenes Selbstbild. Ich lese das, das ist 4. Mose, Kapitel 13, Vers 33. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, frisst seine Einwohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute vom hohen Wuchs. Wir sahen auch Riesen da selbst, Anakskinder aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch in ihrem Augen. Hört gut zu, wie du dich selber siehst, projizierst du dich auf anderen Menschen. Wir waren in unseren eigenen Augen. Wir kamen so klein vor wie Heuschrecken. Und so haben die anderen uns gesehen. Aber wenn du beginnst zu merken, ZOE ist in dir. Der Geist Gottes ist in dir. Der Schöpfer von Himmel und Erde ist an deiner Seite. Das heißt nicht, dass mit Hochmut und Arroganz, sondern mit Zuversicht wir blicken nach vorne. Und hier ist der Coole dabei. Mit ZOE Leben habe ich die Fähigkeit, anderen mitzuziehen in die richtige Richtung. Wow. Du bist kein Heuschrecken. Du bist nicht klein und unbedeutend. Größer ist der in dir ist. Es ist nicht mehr unsere Leistung. Der Fleisch bringt nichts hervor, was vernünftig ist. Der Geist. Und der Geist ist jetzt in uns. Wow. Ich schließe ab mit diesen letzten Gedanken. Es ist 2. Korintherbrief. Wir müssen beginnen, diese Heuschreckenfestungen niederzureißen. Hört das jetzt. In 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3. Denn ob wir schon im Fleische wandeln, so streiten wir doch nicht nach Art des Fleisches.
Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Now schau, was diese Festungen sind. Genauso wie Jericho war eine Festung. Wie haben sie Jericho besiegt? Sieh, unsere Waffenrüstung ist mächtig durch Gott, nicht durch deinen blitzschnellen Gedanken. Und es ist fähig, die Festungen niederzureißen. Auf welche Festungen? So dass wir Vernunftschlüsse zerstören. Was sind Vernunftschlüsse? Gedanken. Und jeder hört, die sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt. Wieder Gedanken. Gedanken, die kommen, die gegen Gottes Gedanken streben. Hat Gott wirklich gesagt? So hat es alles angefangen im Garten. Hat Gott wirklich gesagt? Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. ZOE ist nur durch eine neu geformte Psyche, Seele, Gedankengut freigesetzt. Ergreifen das ewige Leben. Ich lese das Letzte hier zum Ende. Und auch bereit sind, jeder Ungehorsam zu rächen, wenn erst euer Gehorsam vollständig geworden ist. Seht ihr auf das, was vor Augen liegt? Fragezeichen. Lass mich das in Rätseln. Wir sind fähig, jeder Ungehorsam. No, was heißt das? Ungehorsam in der Gemeinde? No! Dein eigenen Ungehorsam, dein eigenen falschen Tun, dein eigenen falschen Benehmen. Sieh, du musst dich selber bei der Nase fassen. Und du bist nur fähig, das zu tun, wenn die Festungen von das, was ich früher war und meinen alten Lebensstil, meine alten Gewohnheiten wird endlich gebrochen durch die Verheißung Gottes. Hört jemand mich heute Morgen? Und das ZOE-Leben beginnt zu fließen und dann bin ich fähig, meinen eigenen Ungehorsam unter den Gehorsam Christi zu bringen. Und das ist nicht schwer, das ist Freiheit. Es ist kein Zwangsjacke, das ist wahres Leben. Aber du musst eine Grundentscheidung treffen. Werde ich nur leben bei das, was ich wahrnehme in meinen 5 Sinne? Beurteilst du nach dem, was du siehst, oder schaust du auf das Unsichtbare, nur wenn wir noch keine Stunde hatten? Was ist das Unsichtbare? Gottes Wort. Gottes Wort vermittelt uns das, was andere nicht sehen können. Der Glaube ist die Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sehen kann. Aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr existieren. Sie sind Tatsachen, die sind Fakten. Gottes Verheißungen sind Fakten. Es braucht nur ein Volk, die sich bereit sind, innerlich zu erheben und zu sagen, das ist für mich. Das nehme ich zu mir. Und das mit Gottes Helfer. Ich beginne, den Festungen niederzureißen. Den Jerichos in meinem Kopf. Den Unfähigkeit, den Menschlicher, den Ungeduldiger, den geärgerten John. Die muss ich in den Griff nehmen. Und wenn ich das tue, dann räche ich mein Ungehorsam ins Gehorsam. Jeder muss seinen eigenen Ungehorsam in Gefangenschaft nehmen. Und dann sehen wir Christus in uns. Wow, ich bin gekommen, hat er gesagt, um uns Leben zu geben. ZOE Leben. Das ist der Plan Gottes für uns.